Hi Leute, heute sind wir wieder unterwegs, diesmal auf einem verlassenen oder aufgegebenen ehemaligen militärischen Gelände. Und hier im Hintergrund seht ihr schon die ersten Bauten und die schauen wir uns jetzt an. So Leute, wie ihr sehen könnt, hier hinten zum Beispiel gibt es jetzt mehrere Bunker. Von Weitem sehen die so ein bisschen aus wie so ehemalige Grabhügel von Angelsachsenkönige oder vielleicht von Wikingern. Und wenn man halt näher hingeht, dann sieht man halt, dass das Bunker sind. Höchstwahrscheinlich sind es ehemalige Munitionsbunker. Aber das schauen wir uns jetzt mal genauer an. So Leute, wie es aussieht, sind das ehemalige Munitionsbunker. Der hat jetzt schon kein Dach mehr, ist praktisch hier oben alles weggesprengt. Das ist hier im Gelände verteilt. Ja, die typische Größe halt, ne? So, jetzt sehen wir jetzt hier noch einen Hügel. Da gehen wir jetzt einfach mal hoch und gucken uns das von oben an. Bisher hatten wir jetzt nur eingefallene bzw. gesprengte Bunker. Und jetzt gucken wir mal, aber der ist auch eingefallen. Hier wieder gut zu sehen, wie lange das hier schon stehen muss. Die Bäume sind schon wirklich sehr groß und haben echt einen großen Umfang im Stamm. Und das dauert ja teilweise einige Jahrzehnte, bis die Größe erreichen. Hier haben wir nochmal einen guten Überblick. Ja, es ist ein sehr verwunschenes Gelände. Da gibt es sicherlich noch einiges zu entdecken. So, hier seht ihr nochmal die Kulisse. Das ist praktisch hier wie in so einem Urwald, wo die ganzen Bauten jetzt versteckt sind. Hier sieht man jetzt den nächsten. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hin und schauen uns das Ganze mal an. So, jetzt stehen wir hier vor der Anlage und wie ihr sehen könnt, ist die noch intakt.
Die Tür ist aufgebrochen. Das wird auch nicht mehr die Originaltür gewesen sein. Ja, und jetzt hat man hier an der Seite, ist mir vorhin schon mal aufgefallen, zwei solche Einlässe. Und ich vermute fast, dass hier mal eine massive Tür drin gewesen ist, die per Zahlen- oder Kartenschloss mit Zahlencode hier irgendwie bedient wurde. Dass das die Elektrik dafür, das Bedienfeld hier eingelassen gewesen ist. Ja, und dann konnte man hier rein. Ja. Und ist soweit leer. Ist ein bisschen Gerümpel. Aber das hier auch ganz interessant. Das, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie man das benennt. Das wird für die Fahrzeuge gewesen sein, wenn die sich festgefahren haben in entsprechend schwierigen Gelände, dann wurde das unter die Reifen gelegt und dann hatten die wieder einen besseren Grip, um dann aus der Gefahrenzone, wo sie sich festgefahren haben, wieder rauszukommen. Ja, und hier ist jetzt der Bunker. Ich würde jetzt mal sagen, pauschal, der ist ziemlich quadratisch, würde ich mal so behaupten. 6 mal 6 Meter vielleicht. Ja, hier unten sind irgendwie noch zwei solche Luken. Hier oben auch. Für die Belüftung höchstwahrscheinlich, weil oben habe ich wie so eine Art Schornstein gesehen. Ja, und hier oben sind auch noch ein paar Rohre eingelassen. Wahrscheinlich einfach nur für die Belüftung. Hier oben sieht man jetzt noch das ist ein Holzbrett. Ja, und hier wird höchstwahrscheinlich dann die Munition gelagert worden sein. Das ist halt so ein typischer Bau, ne? Der dafür verwendet wurde. Ja, ganz interessant. Dass wir jetzt noch einen gefunden haben, der intakt ist. Hier haben wir jetzt schon wieder den nächsten Bunker. Man kann hier schon erkennen, dass hier jemand hochgegangen ist und da oben ein bisschen freigeräumt hat, versucht hat hier reinzukommen. Aber der Bunker sieht auch ziemlich intakt aus. Können wir mal von hier oben reinleuchten. Ja. Im Prinzip wieder der gleiche Bunker. Ich glaube, da ist auch ein Eingang. Eine Tür, wo wir direkt reinkommen. Gehen wir hier nochmal runter. Jo, dann ist hier der Eingang. Hier auch wieder mit einer provisorischen Tür, die schon zerstört wurde. Ja, man sieht ja, dass das praktisch hier nachträglich angebracht wurde, einfach um das zu sichern, aber hier ist ja jetzt nicht irgendwie so eine Gefahr, dass das notwendig ist. Vielleicht war früher mal irgendwas noch hier drin, dass das nötig gemacht hat, das abzusichern. Aber jetzt ist nichts mehr vorhanden. Aber ich finde es cool, dass das noch steht. Also zumindest ein Teil von den Bunkern und die nicht komplett eingefallen sind. Und im Zusammenhang mit dem Efeu und alles in dem Wald ist echt schon eine coole Kulisse.
wir soweit durch. Hier haben wir noch eine Konstruktion gefunden. Wird wahrscheinlich auch so ein Bunker gewesen sein, der hier gesprengt ist. Warum Teile gesprengt sind und Teile nicht, unbekannt, keine Ahnung. Aber es war schön und eine tolle Gegend. Und schauen wir mal, was wir demnächst alles so finden. Bleibt dabei.